Die Tischlerin Isabel renoviert ein Haus auf einer griechischen Insel. Durch dieses Projekt wurde die 28-Jährige zur vielleicht bekanntesten deutschen Influencerin fürs Fachhandwerk. Es gibt kein männliches Handwerk. Handwerk ist eine Berufsgruppe, für die jeder Mensch gemacht ist, der eine Passion und vielleicht auch ein gewisses Talent dafür hat. Wie man ein solches Projekt verwirklicht, wie die Beziehung dabei nicht zerbricht und wie Isabel insbesondere Frauen fürs Handwerk begeistern will. Das erzählt die Tischlerin bei Wie machst du das bloß? Hallo, ihr seid bei Wie machst du das bloß? Einem Videopodcast der Zeit. Wir sprechen mit Menschen, die etwas Erstaunliches vollbringen und von denen wir glauben, etwas für unser Leben mitnehmen zu können. Mein Name ist Monika Pielert und neben mir sitzt mein Kollege Marc Heiwinkel. Und wir sitzen hier in unserem Berliner Studio mit Isabel, auch bekannt als die Tischlerin. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Isabel, wir saßen vorhin beim Mittag im Team zusammen und alle guckten verträumt in die Gegend und sagten, ach, so ein Haus in Griechenland, das könnten wir uns alle schon ganz gut vorstellen. Und dann ploppten so die ersten Fragen auf, wie findet man eigentlich so ein Grundstück und was muss man da bürokratisch alles bedenken? Und jetzt bist du hier und kannst all diese Fragen beantworten, denn du hast ein Haus auf einer griechischen Insel renoviert. Ja, genau. Ja, wir haben 2022, also mein Jetztmann und ich, damals frischer Freund, 2 Monate waren wir da zusammen, haben uns irgendwie so ein bisschen in den Kopf gesetzt, dass wir ein Haus in Griechenland umbauen wollen. Und er fliegt seit einiger Zeit auf so eine kleine Insel. Und dann haben wir angefangen zu suchen und sind das Projekt gestartet. Und wie du schon richtig sagst, da gibt es einige Hürden, die wir alle nicht kannten. Bestes Beispiel, es wurde jetzt erst kürzlich festgelegt, welche Karte überhaupt offiziell in Griechenland genutzt wird, nach der sich die Grundstücksverteilung richtet. Aha. Wir hatten da einige Uneinigkeiten mit einigen Nachbarn, denn der Nachbar hat dann seinen Zaun einfach mal ein paar Meter weiter zurückgesetzt, damit er ein bisschen mehr Grundstück hat. Und da muss man eben, wenn man ein Grundstück gefunden hat, was einen interessiert oder was positiv wirkt auf einen, das immer erstmal beim Civil Engineer nachfragen lassen. Und der schaut dann auf diese italienischen Karten, sind es bei uns, und sagt dann, ja, das ist wirklich das Grundstück, so viel gehört wirklich dazu. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, wie viel man bebauen darf und so weiter und so fort. Also viel Vorbereitung, bis man dann überhaupt endlich was Passendes findet. Ich frage mal für eine Freundin, welchen Fehler muss man auf jeden Fall vermeiden, wenn man so ein Haus auf so einer Insel kauft? Auf jeden Fall sollte man vermeiden, dass man nicht im Vorfeld mit dem Civil Engineer das Grundstück durchgegangen ist, weil wirklich danach kann sich alles richten. Hätten wir jetzt diese Abfragen nicht gemacht, dann hätten wir uns unter Umständen für ein Grundstück entschieden, wo es erstens einen Nachbarschaftsstreit gab, wo 2 Häuser drauf waren, die zusammengehören, wo einem gesagt wurde, die kann man aber trennen, wo man perspektivisch gar nicht mehr drauf bauen darf, weil man braucht bei uns auf jeden Fall 4.000 Quadratmeter Grundstück, um überhaupt noch bauen zu dürfen. Dann darf man 400 Quadratmeter bauen, das auch nur innerhalb des Cityplans. Es gibt quasi 3 Areale innerhalb des Cityplans, dann leicht außerhalb und dann Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiet darf man gar nicht bebauen. Leicht außerhalb fällt die Regelung mit den 4.000 Quadratmetern weg. Also ich kann da jetzt sehr ins Detail gehen. Ich weiß nicht, wie so viel Zeit interessiert die Leute sind, aber auf jeden Fall lange Rede und auch langer Sinn eigentlich. Wir haben dann irgendwann ein Haus gefunden und wir dürfen 120 Quadratmeter bauen. Das Haus hat 75 Quadratmeter und ja, war eigentlich eher eine Ruine, aber eine von den besseren Ruinen, würde ich sagen. Also wir skippen jetzt mal diese ganz vielen kleinen Detailhürden und viel Bürokratie und jetzt habt ihr dieses Grundstück und jetzt kommst du auf die irrwitzige Idee, du baust das Haus auch noch komplett selbst aus. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Tischlerei, von Architektur. Wie geht man, für einen Laien erklärt, dieses Mammutprojekt jetzt an? Was habt ihr euch überlegt? Also mit ganz viel Naivität auf jeden Fall. Ich habe im Vorfeld auch nicht so wirklich komplett ergreifen können oder durchschauen können, was da alles auf uns zukommt. Aber wir sind einfach mit ganz viel Naivität daran gegangen und mit meiner Ausbildung. Ich bin ja gelernte Tischlerin und habe dadurch einen Handwerks-Background und
paar Fähigkeiten in meinem Gewerk und generell durch die Ausbildung den Mut, mich dem Handwerk einfach zu stellen. Und ich glaube, das braucht man auch neben der Naivität, einfach so den Mut, alles einfach mal auszuprobieren und ranzugehen. Ich habe dann zum Beispiel den Steinboden verlegt bei uns im Schlafzimmer. Ja, ich bin ganz ehrlich, der musste wieder rausgerissen werden, aber war halt nicht so gut und ich habe es mir auch so ein bisschen versucht, selbst beizubringen. War ja auch Stein und kein Holz. Ja, genau. Und dann habe ich das aber einfach, sind wir das nochmal angegangen und mir hat das jemand gezeigt und so kommt man dann dazu. Also auch einfach, es ist okay, Fehler zu machen, sag ich mal. Ich hätte jetzt vielleicht mich nicht getraut, mit einem Bagger irgendwie die Rückwand unseres Hauses auszuheben, was auch gemacht werden musste. Das haben wir dann schon Leute machen lassen. Aber so alles im Innenbereich ist schon machbar, ja. Aber denkst du, dass jemand, der wirklich handwerklich nicht so begabt ist oder auch was gelernt hast und wirklich Profi ist, sich sowas zutrauen kann? Oder ist es dann größenwahnsinnig? Also ich habe immer nicht geglaubt, und mein Mann wird es mir verzeihen, dass ich sage, dass es handwerklich unbegabt gibt, bis ich meinen Mann getroffen habe, weil er ist wirklich ein bisschen handwerklich unbegabt. Also wenn er jetzt sagen würde, er würde das wirklich ganz alleine machen wollen und so, würde ich schon sagen, also ja, mutig. Mal gucken, wie es läuft. Ich glaube, es ist immer ganz gut, jemanden dabei zu haben, der schon irgendwie so ein bisschen Grundverständnis dafür hat. Aber man braucht jetzt nicht unbedingt, meiner Meinung nach, von jedem Gewerk den maximalen Experten, sondern viele Sachen kann man sich schon selbst beibringen. Und es macht ja auch Spaß, also gewisse Erfolgserlebnisse dann zu feiern. Ich finde das auch selbst super spannend, aus meinem Gewerk rauszutreten und dann mal hier eine Lampe zu installieren, ein bisschen Elektrik zu machen, ein bisschen das zu machen. Wie wichtig ist dir Perfektionismus? Also einen Steinboden nochmal komplett rauszureißen, war das wirklich 100% notwendig oder spielte da auch dein ästhetisches Empfinden eine große Rolle? Ja, nee, es war schon notwendig, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, der war nicht mehr zu retten. Also ich habe mir auch das Endergebnis angeguckt und war so, naja, vielleicht sieht es besser aus, wenn es trocknet. Es hat nicht besser ausgesehen, es sah nur noch schlimmer aus. Aber bei den Holzarbeiten ist mir die Perfektion schon relativ wichtig. Ich habe alle Fenster selbst eingebaut. Ich habe die in Deutschland vorbauen lassen, habe die dann nach Griechenland gebracht. Das war mir schon wichtig, dass das wirklich top-notch ist, weil das aber auch so eine essentielle Sache ist. Wenn die Fenster nicht dicht sind, dann hast du einfach keinen Spaß mit allem anderen, was du da erarbeitet hast im Innenbereich. Und bei manchen Sachen ist es so, dass so ein bisschen was unperfekt ist, auch einen gewissen Charme ausmacht. Gerade bei so einem Haus in Griechenland. Das Haus ist 200 Jahre alt, die Wände sind nicht eben. Man sieht schon, dass es auch gelebt hat, dieses Haus. Und den Charme darf man auch aufgreifen, finde ich. Und dann tut sich das gar nichts, dass das vielleicht mal das ein oder andere nicht optimal aussieht. Ihr baut ja immer noch. Ihr seid öfter mal da und baut weiter. Was denkst du, wie lange braucht ihr oder wird das nicht fertig? So ganz. Also ist man jemals fertig mit so einem Hausbau? Man fallen ja dann doch immer wieder neue Projekte ein. Ich glaube, dass wir mit dem Hauptteil, also das Haupthaus, was 75 Quadratmeter hat und die Terrasse, dann jetzt in dieser nächsten Etappe, die kommt, fertig werden. Wir sind auf jeden Fall jetzt demnächst nochmal da. Und das soll dann die letzte Bauetappe werden, bevor wir das Haus dann auch unter Umständen mal vermieten an andere, weil wir nicht den ganzen Sommer da sein können. Und da werde ich dann noch ein ausziehbares Bett bauen. Da werden wir das Untergeschoss fertig machen. Die Decke muss noch abgehangen werden. Im Obergeschoss ist die Decke schon abgehangen. Dann muss die Pergola gebaut werden. Dann will ich noch irgendwie so ein bisschen aus Marmor einen coolen Außentisch bauen. Also das ist dann jetzt das, was so ansteht. Das wird fertig. Und wie ich schon sagte, ich könnte ja noch 120 Quadratmeter anbauen. Und das will ich auch noch machen. Also die Kapazität will ich noch ausschöpfen. Über wie viele Jahre sich das dann noch zieht, weiß ich nicht. In unserem Kopf natürlich so, in den nächsten 5 Jahren ist das fertig. Aber als wir an das Projekt reingegangen sind, meinte mein Ehemann auch so ganz optimistisch so, ja, nächstes Jahr sind wir mit dem Haus fertig. Hat so Finanzen außen vor gelassen, Zeit außen vor gelassen, dass wir da immer hinfliegen müssen, außen vor gelassen. Ja, jetzt ist 2025, also 3 Jahre haben wir dann jetzt, 2026, also 3,5 Jahre haben wir dann jetzt gebraucht. Und du hast es schon gesagt, ihr werdet dann nicht ganzjährig dieses Haus bewohnen. Jetzt habt ihr all diesen Aufwand betrieben und dann habt ihr was damit vor, ihr vermietet es.
Ja, also das ist nicht der Hauptfokus von dem Haus gewesen, sondern wirklich das für die Familie einfach zu nutzen. Aber klar, in der Zeit, in der wir nicht da sind und auch keiner aus unserer Familie da sein möchte, würden wir das schon vermieten, weil da wurde jetzt auch ein bisschen was reingesteckt und man ist dann ja schon froh, wenn man noch ein bisschen was zurückbekommt. Ich bin jetzt auch Mutter geworden kürzlich und warum nicht? Aber ja, mal gucken, wie lange wir das durchhalten. Also wenn jetzt der erste Gast direkt irgendwie so voll krass was kaputt macht, ich glaube, dann sind wir auch wahrscheinlich ganz schnell wieder so, nee, dafür ist es uns doch zu viel Arbeit gewesen und zu schade und zu viel Emotionalität dahinter. Du hast ja, glaube ich, rund 130.000 Follower auf Insta. Und besondere Aufmerksamkeit, auch von mir, muss ich sagen, hat der Carport gebracht. Du hast es auch da dargestellt, es hat dich selbst an deine Grenzen gebracht und immer wieder für Schwierigkeiten gesorgt. Erzähl doch mal. Also der Carportbau hat fast meine Beziehung zerstört. Das war wirklich das Bodenloseste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich habe mir das auch nur in den Kopf gesetzt, weil ich wollte gerne eine Solaranlage, weil mir das schon wichtig ist, dass nachhaltiges Bauen einfach umgesetzt wird in dem Hausbau. Aber ich wollte es nicht auf meinem Dach von dem Haus haben, weil ich da ja gerne noch eine Dachterrasse haben will irgendwann. Übrigens wäre das dann die einzige Dachterrasse, die es auf der ganzen Insel gibt. Oh, wow. Aber ja, das ist mein Ziel. Und dann musste natürlich irgendwie eine Lösung her. Dann sollten es ja auch nicht zu wenig Solarpaneele sein. Und schwuppdiwupp ist dann 40 Quadratmeter Carport irgendwie in der Sprache gewesen. Ja, das habe ich dann auch aus Deutschland nach Griechenland transportiert mit diesem Riesentransport, der auch wahnsinnig fragwürdig war. Und dann ist es da angekommen. Wir haben das Projekt gestartet, erstmal damit, dass mein Freund und ich uns komplett gestritten haben über irgendwas, was egal war. Ich bin dann losgefahren zum Grundstück und habe mir gedacht, so, jetzt zeige ich es dir. Ich werde dieses Carport ganz alleine aufbauen. Und dann kam er irgendwann nachts und hat mich angeguckt und war so, was machst du da? Und dann stand schon so das ganze Grundgerüst und die Balken sind einfach so 3,20 Meter oder sowas hoch. Und ja, dann hat er mich in den Arm genommen und ich ihn auch. Und ich meinte so, ja, ich wollte dir zeigen, dass ich dich nicht brauche. Und er so, das ist doch Quatsch. Und ja, dann haben wir uns wieder vertragen. Aber es musste ja noch weitergebaut werden, das Carport. Und dann haben wir uns einen anderen Tag dazu entschieden, die Wellbleche fürs Dach an dem windigsten Tag zu befestigen. Gute Entscheidung. Das war eine richtig Top-Entscheidung. Und vielleicht gucken manche Trash-TV, so Sommerhaus der Stars. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt outen wollt als Trashies, aber ich oute mich sofort. Ja. Sommerhaus Ich habe der keine Stars. Ahnung, wovon du sprichst. Sommerhaus der Stars, wirklich ist es, ich liebe es über alles. Und da gibt es dieses eine Spiel, wo von unten jemand mit einem Bohrer einen Luftballon treffen muss und von oben steht jemand und das waren wir. Also und es ist genauso eskaliert. Also es ist wirklich, wir haben ganz schnell unsere Klappe gehalten bei Sommerhaus der Stars, bei den Spielen danach, weil wir waren so, doch, wir verstehen, dass man so ausrasten kann. Hast du einen Beziehungstipp? Weil genau dieses Sommerhaus der Stars-Problem, darüber diskutieren meine Freundin und ich auch immer wieder, wie würden wir uns denn verhalten? Und wir sind uns einer Meinung, wir würden in jedem Spiel komplett ausrasten. Ja. Und wir überlegen dann immer, wie kann man das vorher einmal absprechen, damit das nicht gelingt. Und vor allem bei so einem Hausbauprojekt, dann gerät man einmal aneinander. Ja. Wie macht man denn ab da weiter? Was ist der heiße Tipp, den du geben kannst? Ja, wir haben uns dann irgendwann darauf geeinigt, dass ja nicht wir das Problem sind, sondern das Carport ist das Problem. Und haben uns dann einfach darauf geeinigt, dass wir einfach gemeinsam wütend auf das Carport-Projekt sind. Und ein gemeinsamer Feind. Genau. Okay. Und nichts verbindet so sehr wie ein gemeinsamer Feind. Und so sind wir das Ganze dann angegangen und natürlich auch abends dann immer wieder so sich so ein bisschen zu besinnen. Also ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man die Energie dann in dem Moment irgendwie auch so ein bisschen rauslässt, wenn man es nicht an sich rauslässt. Aber um dann abends einfach wieder sich so anzugucken und so, oh mein Gott, das war einfach schrecklich. It's alright, wir essen jetzt eine gute Pasta und dann gehen wir ins Bett und morgen ist ein neuer Tag. Wir kommen noch mal auf ein anderes Thema, was dir sehr wichtig ist. Und zwar möchtest du auch zu handwerklichen Berufen motivieren, also insbesondere junge Leute, aber auch Frauen. Du findest den Beruf der Tischlerin super, hast aber auch in deinen Insta-Posts
gesagt, so, meine Ausbildung war jetzt auch nicht nur super, sondern ich musste da auch echt ganz schön einstecken. Warum denkst du, ist es trotzdem super für junge Leute, einen Handwerksberuf zu lernen? Ja, ich würde meine Erfahrung ungern so generalisieren. Ich glaube, dass das Handwerk eine super Ausbildung ist, weil es bis heute ein Beruf ist, der mich wahnsinnig weiterbringt, der mir wahnsinnig viel Spaß macht, den ich auch weiter fortführen möchte. Ich hatte nur einfach Pech bei den Menschen, an die ich geraten bin, von denen ich das erlernen sollte. Und das habe ich dann relativ schnell rausbekommen, das zu trennen, insbesondere über meine Community, weil ich auch durchaus sehr viele junge Frauen kennengelernt habe, die ganz tolle Handwerksbetriebe haben. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens eine Followerin getroffen, die mich auf der Handwerksmesse in Nürnberg gesehen hat und angesprochen hat. Und die hat mir so einen Sticker gegeben, wo die unterschiedlichen Formen von Brüsten drauf zu sehen waren. Und sie durfte den einfach von dem Geld der Firma drucken lassen. Der meinte zu ihr, druck doch mal coole Sticker für unseren Betrieb. Und dann hat sie gesagt, na, ist doch klar, dann machen wir realistische Busen einfach. Und der meinte so, mega, mach das. So, und an so jemand bin ich einfach nicht geraten. Und ich möchte nicht, dass ein bestimmter Mensch ein Berufsfeld kaputt macht. Und ich finde das auch ganz, ganz kritisch aus der Perspektive, dass es ja öfter mal, nicht nur in meinem Gewerk, aber durchaus auch im Handwerk generell, einfach alte Denkmuster gibt, das nur was für Männer ist und so weiter und so fort und auch einfach sehr hierarchische Strukturen. Und darunter leiden einfach so viele junge Menschen, Männer wie auch Frauen, und die beziehen das dann aufs Handwerk und sagen, okay, wegen diesem Mensch glaube ich jetzt, dass das Handwerk generell nichts für mich ist. Und die gehen dann dem gesamten Handwerk verloren. Und das ist so schade einfach. Und dafür möchte ich zum Beispiel auch kämpfen, dass ich trotz meiner negativen Erfahrung durchschauen konnte, dass das Berufsbild als solches genau das ist, was mich glücklich macht und ich mir das nicht kaputt machen lasse, sondern weiter dafür kämpfe. Wenn jetzt eine Abiturientin auf dich zukommt und sagt, hey Isabel, Studium oder doch lieber handwerkliche Ausbildung, was sind deine Argumente pro handwerkliche Ausbildung? Ja. Wie überzeugst du die? Naja, zum einen, indem ich sage, ich habe auch Abitur gemacht und mich trotzdem für die Ausbildung entschieden. Ich habe auch mal ganze 2 Wochen studiert vorher erstmal. Ich sage es jetzt direkt, Sozialökonomie. Und dann habe ich die Dozentin gefragt, was ich denn perspektivisch damit machen kann, also beruflich. Und dann hat sie mich angeguckt und meinte, alles. Und dann habe ich sie angeguckt und war so, was bedeutet alles? Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es wirklich so einen Plan fürs Leben mir gegeben hätte. Und ich wollte aber einen Plan haben und ich wollte auch die reale Wirtschaftswelt kennenlernen und ich wollte irgendwie was lernen, was mir wirklich für mein Leben was gibt. Wie man jetzt sieht, ich kann ein Haus bauen. Ich bin in einem Berufsfeld, was nicht von KI einfach so wegradiert werden kann. Und damit hat die Person, die mir diese Frage stellt, eigentlich eine klare Antwort. Es ist wahnsinnig sicher, es macht Spaß, es erschafft einen wirklichen Mehrwert und Abitur hin oder her. Mein Gott, es können so viele Menschen mittlerweile Abi machen. Ich finde nicht mal mehr, dass es so wahnsinnig aussagekräftig ist. Wenn Ausbildungsbetriebe jetzt darüber nachdenken, nicht nur junge Leute als Nachwuchs zu gewinnen, sondern auch halten zu wollen, was müssen die dringend ändern aus deiner Sicht? Ich glaube, erster Schritt ist, sich erstmal ganz realistisch einzugestehen, bin ich dafür gemacht, auszubilden? Oder will ich eigentlich nur eine billige Arbeitskraft? Weil Azubis sind keine billigen Arbeitskräfte, weil die Erwartungshaltung vollkommen ins Leere läuft. Du hast ja jemanden, der eigentlich keinen Plan hat und lernen muss. Also kann das nur kollidieren und jeder ist frustriert von der Situation. Wenn man sich dazu entscheidet, man kann das, man ist dafür gemacht, dann ist es, glaube ich, wichtig, sich zu überlegen, wie möchte ich ausbilden? Was muss ich im ersten Schritt meinem Azubi bieten können? Wie kann ich die Ausbildung strukturieren? Ich finde es total wichtig, auch so ein bisschen Gamification einzubauen. Also wenn man 2 Azubis hat, warum dürfen die nicht mal eine Woche in der Werkstatt sein und in einen kleinen Wettbewerb gehen? So, jeder baut jetzt mal ein Vogelhäuschen.
das ist zwar jetzt nichts, was mich wirtschaftlich weiterbringt in dem Moment, die sind nicht auf einer Baustelle von mir, aber die lernen einfach wahnsinnig viel, haben Spaß und am Ende kann man irgendwie ein Set Segen gewinnen oder sowas. Ne? Also solche Sachen kann man super gut mit einbauen und hat am Ende jemanden, der selbstbewusst an die Arbeit rangeht, der sich was zutraut, der Spaß am Job hat. Und das wäre jetzt so der dritte Punkt, den Spaß am Job einfach fördern. Ich möchte doch als junger Mensch, der sich jetzt erstmal so vage für ein Berufsbild entschieden hat, erstmal herausfinden, ist das überhaupt was für mich? Und da ist Spaß ganz, ganz, ganz wichtig, weil ist doch okay, dass man auch irgendwo Spaß auf der Arbeit haben möchte. Ich finde das gar nicht verwerflich. Du hast jetzt eine hohe Reichweite, du hast die Ambition, was zu verändern. Hast du den Eindruck, dass du auch schon was erreicht hast, dass du Wirkung gehabt hast? Ja, also total. Und da bin ich super dankbar für. Ich war ja jetzt letztes Jahr eher so ein bisschen off durch die Schwangerschaft und habe mir dann selbst so ein bisschen die Frage gestellt, so, oh mein Gott, bin ich überhaupt wichtig? Gebe ich irgendwas? Macht es Sinn, damit weiterzumachen? Und dann war ich jetzt aber, und der Vertrag stand quasi schon, war ich auf der Messe, der größten Holzmesse in Europa. Und da waren plötzlich ganz viele junge Frauen. Also die findet immer alle 2 Jahre statt. Und ich habe noch nie so viele junge Frauen da drauf gesehen auf dieser Messe. Und dann sind fast alle davon zu mir gekommen und waren so, wegen dir habe ich die Ausbildung gemacht oder wegen dir habe ich die Ausbildung durchgehalten oder wegen dir habe ich mir einen neuen Ausbildungsbetrieb gesucht und das nicht über mich ergehen lassen. Und ich bin wirklich zurückgekommen von dieser Messe und ich war so, okay, jetzt erst recht und habe wieder so viel Kraft auch dadurch getankt, jetzt wieder Vollgas zu geben auf Social Media, diese Themen weiter zu thematisieren, nicht müde zu werden, das anzusprechen und auch Betriebe zu stärken einfach, zu sehen, hey, da sind auch ganz viele Leute draußen, die wollen, so. Gebt auch ihr bitte nicht auf. Es gibt einen Moment, der dir, glaube ich, auch sehr viel Kraft gegeben hat. Das war die Abgabe deines Gesellinnenstücks. Davon hast du auch auf Social Media berichtet. Wir gucken uns das Video jetzt auch einmal an, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind ein Videopodcast. Jetzt würde es sich lohnen, einmal das Video anzuschalten und zu gucken. Da sehen wir Isabel, wie sie ihr Gesellinnenstück vorstellt. Das ist erzähl's am besten selbst, ein Schuhschrank. Ein Schuhschrank, genau. Ich habe einen 2 Meter hohen Schuhschrank gebaut, der eigentlich aus 2 Teilen bestanden hat. Einem niedrigeren Korpus und einem höheren Korpus. Der hohe, schlanke Korpus sollte so ein bisschen visuell darstellen, dass da die hohen Schuhe rein sollen. Und der niedrigere, der offen ist, ist so für Sneaker, flache Schuhe, Ballerinas, was auch immer. Ich habe mich auf jeden Fall dazu entschieden, in der Ausbildung, weil ich so unter diesen patriarchischen Strukturen gelitten habe, zu sagen, ey, wisst ihr was, ich baue ein super, super girly Gesellenstück und habe mich dann eben für diesen Schuhschrank entschieden, der super teuer war, der wahnsinnig viel Zeit, natürlich nur die 100 Stunden, die man gebraucht hat und im Innenraum schön dunkelblauen Lack. 1996 ist bei Farrow & Ball die Lackfarbe, werde ich niemals vergessen. Ist nämlich mein Geburtsjahr. Und dann habe ich Nussbaumfurnier selbst zusammengenäht, habe das geschliffen, habe dann von außen schön Satinlack drauf gemacht. Also ich habe wirklich so, ich glaube, ich habe ein Trauma auch an diesem Gesellenstück verarbeitet, um ganz ehrlich zu sein. Und mit jeder Sache, die ich gemacht habe, mit jeder Fräsung, mit jedem Schnitt, mit jedem Auftrag, habe ich wirklich gemerkt, so, nein, dass ich nicht für diesen Beruf gemacht bin, das stimmt einfach nicht. Und ich habe mir mehr und mehr bewiesen, so, du kannst das, du bist eine tolle Tischlerin, du hast ein Auge fürs Detail. Und bin echt geheilt mit diesem Gesellenstück. Habe das dann abgegeben und hatte ein ganz großes Erfolgserlebnis in dem Moment, als die Innungsleitung gesagt hat, ey, da ist noch ein Meisterstück, das müsste mal bitte einmal kurz weg, damit da ein Gesellenstück hin kann. Und ich habe sie dann angeguckt und meinte, das ist mein Gesellenstück. Und da waren alle relativ beeindruckt. Und ich glaube auch einige Jungs waren auch relativ beeindruckt, weil ich bin immer mit so grünen Glitzerhosen zur Schule gegangen und sah halt ein bisschen anders aus. Und die haben mir das auch nicht so zugetraut.
Ja, und dann konnte ich einmal wirklich zeigen, was ich kann. Du zeigst auf Insta ja auch selbst, dass Handwerkerin zu sein nicht bedeutet, ständig und nur in fetten Arbeitsschuhen durch die Gegend zu laufen. Welchem Klischee bist du als Tischlerin am häufigsten begegnet und wie reagierst du da inzwischen drauf? Klischee Nummer 1, also Frauen im Handwerk können einfach nichts, weil sie nicht schwer heben können, weil sie nicht dafür gemacht sind. Das ist so ein Klischee, was überhaupt nicht stimmt, weil der Körper gewöhnt sich daran und viele Männer heben ja auch viel zu schwer. Ja. Also es gibt einfach gewisse körperliche Grenzen und so ein Möbelteil, so ein Korpusteil, das kann ich genauso tragen wie ein Mann. Das ist das eine Klischee. Dann das nächste Klischee natürlich auch so ein bisschen so, mit solchen Nägeln kann man nicht arbeiten. Das kann man schon. Wir Frauen sind da gut unterwegs und finden Lösungen und Wege, um die Sachen möglich zu machen. Selbst wenn man eine Frau ist, eine girly Frau, wenn man irgendwie diese typischen weiblichen Attribute, sag ich mal, hat und sich darin auch wohlfühlt, dann widerspricht das nicht dem so genannt männlichen Handwerk. Es gibt kein männliches Handwerk. Handwerk ist eine Berufsgruppe, für die jeder Mensch gemacht ist, der eine Passion und vielleicht auch ein gewisses Talent dafür hat. Ich kenne ganz viele tolle Frauen, die tolle Tischlerinnen sind und ich kenne ganz viele tolle Männer, die Erzieher sind. Und wir sollten einfach aufhören, generell männlich, weiblich, divers, überhaupt diese ganzen Schubladen. Wichtig ist doch, wer ist der Mensch, was kann dieser Mensch, was ist seine Passion und wie fleißig oder pünktlich ist diese Person. Das sind Sachen, nach denen man sich richten sollte. Du hast schon erwähnt, du bist gerade Mutter geworden und das führt meistens dazu, dass die nächsten Klischees kommen. Gleichzeitig planst du aber jetzt, dich selbstständig zu machen. Was hast du da für Pläne? Erzähl doch mal. Ja, also der nächste Schritt, der vielleicht nahe liegt, ist natürlich mit meiner Community zum einen eine Art Vertriebsnetz aufzubauen, um meine Produkte, meine Möbel zu verkaufen, aber auch um junge Frauen direkt zu fördern, indem ich Workshops mache. Das alles bedarf einer Werkstatt und die wollte ich eigentlich letztes Jahr schon umsetzen, hatte auch schon eine Halle dafür in Hamburg und dann bin ich aber schwanger geworden im April und habe gesagt, okay, ich glaube, also ich baue schon ein Haus um, das muss auch noch fertig werden. Jetzt kann ich nicht noch irgendwie das Projekt auch noch mit umsetzen, habe das dann erstmal on hold gepackt. Und wenn der Kleine dann jetzt nächstes Jahr im Januar 1 ist, dann ist, glaube ich, der richtige Moment, um sich dem wieder intensiver zu widmen. Ich werde zum Ende des Jahres schon ein paar Sachen vorbereiten, aber mein Ziel war immer, im Handwerk zu arbeiten und meine eigenen Produkte, meine eigenen Designs zu verwirklichen. Und durch Social Media ist der Wunsch dazu gekommen, einfach Workshops zu machen mit den Frauen oder auch jungen Männern. Also es muss gar nicht, also ich bin da gar nicht genderorientiert, aber einfach mit Menschen, die eine Passion dafür haben, die sich aber vielleicht noch nicht richtig trauen, die es erstmal antesten wollen oder die auch einfach einen netten Abend haben wollen, mal außerhalb, so wie Keramik bemalen. Bauen wir dann halt irgendwie einen Bilderrahmen, machen noch irgendeins von diesen cringen Fotoshootings, dann kann das da direkt mit rein. Man trinkt ein Glas Wein dazu und hat eine gute Zeit. So stelle ich mir das ungefähr vor. Viel Erfolg. Ja, danke. Du hast mal in einem Video gesagt, und da gucken wir jetzt auch einmal rein, ich wollte immer ein Mensch sein, der eine gerade Linie geht, und dann ist alles komplett anders gekommen. Wie geht man mit einem Leben um, das sich nicht planen lässt? Ich würde sagen, wir legen einfach jetzt fest, ihr ladet mich nochmal ein, wenn ich das rausgefunden habe. Das Gute ist, dass ich jetzt ein Kind habe und das erfordert von mir genau das, dass eigentlich jeder Tag neu anfängt und man jeden Tag neu denkt, so ein bisschen. Deshalb fühle ich mich gerade ganz wohl da, wo ich bin. Aber es kann natürlich auch wahnsinnig stressig sein. Ich habe so eine grobe Idee jetzt entwickelt im letzten Jahr von einem 5-Jahresplan. Ich hatte auch früher schon 5-Jahrespläne. Die habe ich auch immer irgendwie mit Ach und Krach eingehalten, aber immer anders als gedacht. Ich bin da irgendwie so eine
ja, so eine spontane Socke, die so ein bisschen in den Tag hineinlebt und eine grobe Idee vom großen Ganzen hat und einfach super fleißig ist und dann klappt das irgendwie immer. Ja, mit ein bisschen Glück natürlich auch. Eine spontane, fleißige Socke sein und dann noch ein bisschen Glück haben. Ja, das genau. ist also das, Ja, genau. das ist der Plan. Das ist die Antwort eigentlich. Wir haben sie gemeinsam rausgefunden. Sehr gut. Ein schönes Schlusswort. Ja. Danke, liebe Isabel, dass du deine Erfahrungen und deinen Ausblick und auch ein paar Einblicke in Carport-Beziehungsschwierigkeiten mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Ja, danke euch. Und das war Wie machst du das bloß mit Isabel? Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik zu diesem Format habt, dann schreibt uns sehr gern in die Kommentare auf allen Plattformen. Wir lesen diese Kommentare tatsächlich auch. Oder was wir auch lesen, sind E-Mails. Die könnt ihr schicken an wmddb@zeit.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.